Hallo liebe Freunde, kennt ihr das auch? Das Wetter ist herrlich, ihr seid im Grünen unterwegs und die Sonne scheint. Ihr macht ein Picknick mit der Familie und den Kindern. Auf einmal kommt euch der Gedanke, ein Kinderzelt würde das Ganze zu einem echten Abenteuer verwandeln. Die Konstruktion dafür ist sehr einfach. Holzlatten bilden die Eingänge des Zelts. Rundstäbe verbinden diese beiden Eingänge. Über die Rundstäbe wird ein Zeltstoff gespannt. Damit die Eingänge fixiert werden, braucht ihr noch einen Gurt, der an der Innenseite befestigt wird. Neben einer Säge braucht ihr nur einen Akkuschrauber für dieses Projekt. Die Rundstäbe und Holzlatten erhält ihr im Baumarkt im Standardmaß von 2 Metern. Je nachdem wie groß das Zelt werden soll, könnt ihr die Holzstücke kürzen. In meinem Fall habe ich mich für 1,25 Meter für die Holzlatten und 1,40 Meter für die Rundstäbe entschieden. Im ersten Schritt werden die Rundstäbe auf Maß zugeschnitten. Damit die Säge nicht ausschert, reiße ich die Schnittlinie mit einem Messer an. Die erste Holzlatte ist besonders wichtig, da diese für die anderen Latten als Referenzobjekt genommen wird. Die restlichen Holzlatten säge ich auf dieselbe Länge wie das erste Stück zu. Im nächsten Schritt zeichne ich die Bohrungen an, in welche später die Rundstäbe gesteckt werden. Beachtet hier, dass auf einer Seite der Holzlatte der Abstand zur Kante größer ist. Damit erhält ihr einen kleinen Giebel über den Eingängen. Die Löcher für die Rundstäbe werden mit einem Forstnerbohrer gebohrt. Für ein schönes Ergebnis müsst ihr von beiden Seiten bohren, da ansonsten ein unschöner Ausriss entsteht. Mit einem kleinen Holzbohrer bohrt ihr das Loch vor. Der Forstnerbohrer kann nun mittig von beiden Seiten aufgesetzt werden. Im nächsten Schritt runde ich die Kanten mit einem Abrundfräser ab. Wenn ihr keinen Fräser habt, könnt ihr diesen Schritt auch mit einer Feile machen, um die scharfen Kanten abzurunden. Eine kleine Abschrägung an einer Seite der Holzlatte sorgt dafür, dass das Zelt stabil steht. Nachdem alle Holzteile geschliffen wurden, geht es an das Lackieren. Achtet darauf, dass ihr kindgerechte Lacke oder Öle für die Stücke verwendet. Im letzten Abschnitt geht es um den Zeltstoff. Hier habt ihr freie Wahl. Es gibt viele sommerliche Muster von Baumwollstoffen oder verwendet stattdessen einen echten Zeltstoff. Hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. In meinem Fall habe ich mich für einen Baumwollstoff entschieden. Als erstes habe ich alle Kanten genäht. Danach habe ich 2 gegenüberliegende Seiten umgeschlagen, um Schlaufen zu nähen. In diese werden später die Rundhölzer gesteckt. Und hier seht ihr das fertige Kinderzelt. Ein Vorteil ist, dass alle Holzstücke zusammengesteckt sind, was die Lagerung und den Transport stark vereinfacht. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch dieses Projekt gefallen hat. Lasst mir ein Like da oder abonniert meinen Kanal für weitere spannende Projekte. Bis demnächst, macht's gut!